In den letzten Episoden waren wir in Gaziantep, wo wir mit euch eine kleine Foodtour gemacht haben. Wir waren auch im Zoo. Den haben wir aber traurig und geschockt verlassen. Aber ein gutes hat es. Wir haben endlich Ersatz für das geschrottete Handy bekommen. Wir freuen uns, dass die Reise durch Südostanatolien weitergeht. Obwohl es eigentlich mit 40 Grad im Schatten schon knackeheiß ist. Hier herrscht Steppenklima. Wir wollen nach Mardin. Die Stadt liegt nur einen Steinwurf von Syrien entfernt. In der Gegend gibt es verstärkt Militär, uns wurde aber gesagt, dass es dort relativ sicher ist. Mardin ist einer der vielfältigsten und geschichtlich ältesten Orte der Türkei. Da wollen wir unbedingt in die Altstadt, die ein richtiges Highlight sein soll. Ja und dann streikt unsere Drohne einfach mitten im Flug. Die Verbindung reißt ab und sie stürzt irgendwo über den Dächern der Stadt ab. Ich will jetzt hier gerade einen Podcast anhören und das tut so weh. Meine Ohren sind viel zu klein für diese riesen Stecker und aua, ich muss andere mir zulegen. Bevor ich gefilmt habe, hat sie geweint. Jetzt lacht sie. Wir nehmen gerade den ersten Test-Podcast auf. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier sage, gibt es den noch gar nicht. Aber wenn ihr das Video seht, dann ist es schon längst raus. Also schaut mal vorbei, wir haben mit dem Chris von Two Wheel Travel neuerdings einen coolen Podcast. Da gibt es ganz viele tolle Hintergrundinfos und was weiß ich. Ich weiß leider jetzt noch nicht, was es dann gibt, aber wenn das Video raus ist, gibt es die Sachen alle schon. Also guckt euch das mal an. Wisst ihr eigentlich, wie der Himmel aussieht für jemanden wie uns, der gerade durch die Wüste gefahren ist? So, eine Zapfanlage mit kaltem Wasser, nicht zu fassen, oder? Und noch Fume. Jetzt haben wir mal wieder alles voll, essen hier ein bisschen Mittag und dann düsen wir weiter. Mittagspause. Ja, wir haben jetzt hier Chai, bisschen Brot von gestern, was wir geschenkt bekommen haben. Die Räder stehen hier. Also hier werden LKWs gebogen. Die reihen sich jetzt alle hier auf, weil da drüben so eine LKW-Waage ist. Und was die nicht alles transportieren können, Leute, ist ja unglaublich. An sowas halten wir uns ab und zu fest, wenn die bergauf fahren. Monster. Ja, und guck mal, was der hier hinten drauf hat. Ja, Wahnsinn. Der Kahn ist jetzt gerade hier reingefahren zum Tanken. Guckt euch das mal an, der reicht bis ans Dach. Ja. Der verstopft die eigentlich. Der verstopft alles. Und die Kamera da drüben an der Ecke ist fast abgerissen, weil er da dran vorbeigefahren ist. So, boah, kann man sich gar nicht vorstellen. Irre. Und da hinten wartet der nächste. Also echt cool hier, so direkt beim Essen. So, es ist soweit. Die Camping-Spot-Suche hat begonnen. Und das Land ist wirklich eine einzige Wüste. Und ab und zu gibt es diese kleinen Oasen wie das da drüben. Da gibt es Bäume und so, da gibt es also auch Schatten, da gibt es dann auch Wasser, da sind Häuser. Und die gibt es immer mal wieder zwischen diesen Dürreperioden. Und da fahren wir jetzt hin und hoffen mal, dass es da eine Möglichkeit gibt, irgendwo unser Zelt aufzuschlagen im Schatten. Und Wasser wäre auch nicht schlecht. Ich würde mir gerne mal heute ein bisschen das Gesicht waschen. Es ist alles voller Salz. Eine einzige Salzkruste im Bart. Die Dorfbewohner haben alle die Bäume schon beschlagnahmt. Hier gibt es keinen schattigen Platz mehr. Dafür haben wir diese Ruine gefunden und da werden wir jetzt das Zelt aufstellen. Der Dani macht schon sauber und dann kommt dann das Innenzelt da rein und wir schlafen hoffentlich gut. Aus unseren Plänen, in der Ruine zu schlafen, wurde natürlich nichts. Wir wurden sofort von den Dorfbewohnern entdeckt. Also das Haus hat sie neu gemacht. Schönes Haus im Dorf. Prompt wurden wir auch von einer Familie eingeladen, die sogar Deutsch sprach. Genau. Ja, es ist nicht viel passiert. Wir wollten da drüben zelten. Das wurde dann natürlich von den Kindern entdeckt. Die Kinder haben gepetzt.
Und schwuppdiwupp stand der Dorfälteste da. Ich habe gesagt, das geht nicht, weil da gibt es Schlangen und Hunde. Und genau, jetzt sind wir umgesiedelt. Das ist auch nicht schlecht hier. Und wir kriegen sogar eine Dusche, glaube ich. Ja, wir sind jetzt hier drinnen am Essen. Wir haben schon alles fast aufgefuttert. Wirklich sehr gute Kurdenküche. Schmeckt klasse. Ganz top gewürzt. Ja, richtig schönes Haus hier. Und sie sprechen Deutsch zum Teil. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, es ist 6 Uhr. Gestern war ja noch ein riesen Remi-Demi, die haben nämlich ihr Sofa geliefert gekriegt. Und ungefähr das ganze Dorf war hier, um es sich anzugucken. Und dann war aber zum Glück Ruhe und wir konnten schlafen. Jetzt geht's wieder los. Jetzt packen wir das Rad, ihr kennt das alles, was passieren wird. Und dann fahren wir Richtung Mardin. Und ich hoffe, heute kommen wir da auch an. Weil es sind nämlich ganz schön viele Höhenmeter und es wird wieder sauheiß. So, wir fahren jetzt wieder weiter. Wir hatten eine tolle Nacht hier und ein super Frühstück. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mach nichts. Was? Super nett. Ja, super, danke schön. Der Traktor da drüben, der gibt gerade richtig Gas, dass er mit uns mithalten kann. Berg runter. Ich habe euch doch schon erzählt, dass wir jetzt einen Podcast haben mit dem Chris. Also den haben wir jetzt im Moment, wo ich dieses Video aufnehme, noch nicht. Aber ich höre mir gerade alle deine Folgen an, Chris. Also wenn du das hörst, ist es köstlich. Schallendes Gelächter. Die Georgien-Folgen sind wirklich spitze, wirklich köstlich. Das Lustige ist auch, wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Georgien, deswegen ist es noch viel witziger. Stadtbild gefällt mir echt gut, muss ich sagen. So kleine Läden, überall, alles hat offen wieder. Nach diesem Lockdown ist es jetzt schon ein richtig schönes Kontrastprogramm, dass wieder Leben herrscht. Wirklich toll und es riecht nach Essen und überall wird man angelächelt. Richtig schön. Mittagspause. Wir haben ein schönes Stückchen Gras gefunden hier auf einer Kreuzung. Und hier werden wir uns ein bisschen was essen, weil danach geht es da weiter. Das ist der einzige vernünftige Platz mit ein bisschen Schatten. Ansonsten sind es nur so Läden, die Reifen verkaufen und Essen und alles Mögliche. Und da wir unser eigenes Essen essen, setzen wir uns jetzt hier in diese Art Kreisverkehr, Insel, was auch immer. Aber es ist schön hier, der Rasen ist gut gepflegt und es ist sauber. 1A. Was gibt's denn zu essen, Melli? Ein noch warmes vom Bäcker, ein Brot, das nennt man Naan. Ach übrigens, wir können unsere Türkischkenntnisse komplett über den Haufen werfen, weil hier spricht man Kurdisch, Naan. Und Gurken und Tomaten und Olivenöl und das war's. Es ist schon wieder passiert. Platten. Ja, Platter. Welche Platte ist das jetzt von Ich glaube dir? der 5. auf der ganzen Tour. Von dir nur. Also auf 14.000 Kilometern habe ich jetzt 4 Platte. Das ist eigentlich ein guter Schnitt. Ihr habt es jetzt hier eingeklemmt zwischen 2 Autoreifen, Schock durch, habe ich mal wieder meine Hebelbühne. Und ja, ihr kennt's, ihr wisst, was zu tun ist. Chainglider runter, ausbauen, das ganze Programm. Neuen Schlauch rein. Und ich habe immer 2 Schläuche, einen, der noch aktuell gut ist und einer geflickt wird und die tausche ich immer durch. Und los. Ja, alles demontiert und es gibt 3 Übeltäter. Ihr könnt euch aussuchen, was es ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Entweder ein Stück Draht, ein fieses Stück Glas oder ein Dorn. Was es davon war, weiß ich nicht. Die habe ich jetzt alle aus der Hülle gepult. Ich glaube, jetzt passt's. Alles fertig geflickt. Weiter nach Mardin. Wer mitgenommen, wir müssen diesen schrecklichen Berg nicht drauf fahren nach Mardin. Und die räumen jetzt ein bisschen um, dass wir Platz haben, aber echt cool. Ja, mega lieb, hey. Ich bin jetzt in den Möbellaster. Die Jungs haben das alles umgeräumt, um uns mit hochzunehmen, weil wir haben jetzt mit diesen Platten so viel Zeit verloren, dass wir es da heute nicht mehr hochschaffen würden, weil das sind 500 Höhenmeter. Und ja, dann müssten wir hier unten campen.
Und ja, jetzt haben wir die kennengelernt. Und die so, ey, nee, kein Stress, komm, wir fahren euch da schnell hoch. Das ist für uns gar nichts und passt super. Ja, klasse, voll freundlich. Dankeschön. Wir fahren jetzt hier durch und versuchen irgendeine Möglichkeit zu finden, wo unser Zelt hinzustellen. Und das war bis jetzt nie ein Problem. In der ganzen Türkei immer was gefunden. Und jetzt bist du in so einer Touristenmaschine wieder gefangen. Es gibt Pferde, denen du Fotos machen kannst und all so Zeug. Eigentlich meiden wir solche Orte, aber mit Mardin ist halt schon schön. Und wir wollen es uns wirklich anschauen, weil die Stadt auch echt toll ist. Das, was wir so sehen, bestätigt es. Aber halt mit dem Fahrrad ist es ein Graus, weil hier alles voller Treppen ist. Deswegen müssen wir das Fahrrad irgendwie loswerden. Und am liebsten gleich verbunden damit, dass man da bleibt einen Tag. Ja, das stellt sich jetzt gerade ein bisschen schwierig heraus. Ja Mensch, der Adnan ist ja der Coolste. Wirklich, du, ich fahre da so die Straße lang und denke mir, ach, irgendwie das Karma, das kommt schon noch. Irgendwie, das kommt schon noch. Das muss ja irgendwie kommen. Und schwuppsdiwupps, halte ich an, warte auf die Melli und dann steht da so ein Sicherheitsmann, der mich so angrinst. Ich denke so, ha, der sieht freundlich aus, da gehst du mal rüber. Ich habe ja vorhin schon gefragt bei einem, ob wir es da hinstellen können, auf seine völlig ungenutzte Dachterrasse. Und er hat mich gerade gegrinst, ja natürlich, 200 Lira für ein Zelt in der Sonne, ohne fließend Wasser und alles, 20 €, hast du einen Arsch offen. Und ich dachte, nein, da gehe ich wieder, da fahre ich lieber raus, das geht gar nicht, 40 Mark, ey. Jedenfalls hat er dann, der andere hat total gegriffen, hat gesehen, wie wir unterwegs sind und er hat einfach schnell geschalten. Hat dann gesagt, gut, jetzt kommst du mal mit. Dann sind wir um die Ecke rumgelaufen und dann war da so ein Innenhof, der zu einem Restaurant gehört, was irgendwie überhaupt nicht besucht wird, mit so einem Kies und so. Also es sieht nicht blendend aus, aber es reicht uns vollkommen. Und dann hat der andere gesagt, jetzt läufst du mal rüber und fragst mal den Besitzer und sagst schöne Grüße vom anderen. Und der Besitzer dann, oh super, ja, machen wir. So schnell noch zu seinem Chef geflitzt. Und der Chef hat auch nichts dagegen und jetzt können wir da schlafen. End vom Lied. Also wunderbar. Ja, spitzenmäßig. Also da drüben ist das Restaurant. Und jetzt ist hier nur ein einziger Baum auf diesem Parkplatz. Ja? Und direkt hinter mir ist Osten. Das heißt, ich habe jetzt genau überlegt, wo ist der Schlagschatten morgen früh, weil das wird sonst die Hölle. Und er ist genau hier. Und das Tolle ist, der ist genau neben diesem Müllhaufen. Genau hier ist der beste Campingspot. Weil alles andere ist glutheiß. Also müssen wir jetzt neben diesem Müllhaufen zelten. Weil alles andere nicht funktioniert. Weil wir haben die Wahl zwischen dem Müllhaufen oder einer, wann geht die Sonne auf? Um 5? 4? Muss man nachgucken. Genau, so in einem Sonnenaufgang in der Gluthitze. Okay. Und das wollen wir nicht. Also wird es genau hier werden. Perfekt. Ist was richtig Beschissenes passiert. Und zwar, der Dani, der tut mir so leid. Also mich ärgert es auch gewaltig, aber der Dani ist kurz vorm Nervenzusammenbruch. Er musste unbedingt mit der Drohne fliegen. Ich habe ihm gesagt, nein, das machst du bitte nicht, wegen Wind und weiß der Geier nicht was. Jetzt ist die Drohne weg. Sie hat beschlossen, sie landet irgendwo. Sie leitet den Landeanflug an, ist gelandet und wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Richtig scheiße gelaufen. Und jetzt sucht er sie. Ich glaube, die finden wir nicht mehr. Es ist jetzt, glaube ich, 2 Stunden später. Der Daniel ist wieder da, ohne Drohne, aber anscheinend hat jemand anderes die gefunden. Der Daniel hat ihn auf dem Weg getroffen und der meinte, er wüsste wohl, wo die sein könnte. Der hat sich jetzt gemeldet. Er kann aber nicht sofort vorbeikommen, hat aber ein Foto von der Drohne geschickt. Also wir wissen jetzt auch nicht wirklich, was da jetzt auf uns zukommt. Wir hoffen nur, dass alles gut ist und dass wir die Drohne bald wieder in unseren Händen halten können. Ja, wirklich abartig. Ich bin alles abgelaufen. Ich bin alles abgerannt. Die Treppen alle runter und kommt mir einer entgegen. Ich frage einfach jeden. Ich habe, keine Ahnung, bestimmt 50, 60 Leute gefragt. Und der eine hat sie tatsächlich gesehen gehabt und er hat gesagt, ja, kein Problem, er weiß ungefähr, wo sie ist. Und genau, ich soll mich entspannen. Und es ist total schwierig, in so einer Situation entspannt zu bleiben, weil man ja nicht weiß, ob der sie wirklich gesehen hat oder halt nicht. Oder ob sie überhaupt noch lebt oder von dem Auto platt gefahren ist. Und ja, genau, bin ich alles abgerannt. Dann schickt er mir ein Foto,
wie die Melli gerade gesagt hat, ich kann es nicht glauben. Er sagt, sie ist sicher und sie sieht auf dem Foto auch nicht zerbrochen aus oder so. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Er hat gesagt, er kommt in einer Stunde oder so. Boah, ey, mir war so schlecht. Ich meine, das ist im Endeffekt nur Technik, aber wieder eine zu bekommen und das hier ist die Hölle, Leute, wirklich. Also ich bin wirklich froh, wenn sie noch da ist und wenn es alles gut geht. Ja, mir war gruselig schlecht und plötzlich kommt einer ums Eck, der Murat, und sagt, Daniel? Ich so, ja. Und er hat sie mitgebracht, das ist nicht zu fassen. Also ich habe sie schon eingeklappt, sie war natürlich ausgeklappt, sie ist so gelandet, sie ist völlig intakt. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding gelandet ist, wirklich, und wie er da rangekommen ist. Der Typ, der ist ein Magier. Unfassbar, wirklich unfassbar. Er hat gesagt, er ist irgendwie voll weit weg und er hat sie und er ist wiedergekommen und hat das Ding mitgebracht. Und ja, ich habe sie gerade eingeschaltet, sie geht noch, sie ist also nicht runtergehagelt, sie muss gelandet sein. Es ist möglich, dass sie vielleicht in einem Busch gelandet ist. Sie hat so ein paar dreckige Stellen, aber völlig in Ordnung. Also das Ding geht noch und vielen, vielen herzlichen Dank. Murat, du bist absolut der Größte. Solche Menschen braucht die Welt, wirklich. Das ist nicht zu fassen. Und ich wollte mich dann bei ihm bedanken, ihm einen Finderlohn geben. Und das wollte er nicht. Er hat gesagt, das ist ein spirituelles Geschenk. Quasi gebe ich ihm dadurch, dass wir uns kennenlernen und so weiter. Und das hat ihm Spaß gemacht, sozusagen die Drohne zu finden und uns hier so zu treffen. Und einfach unglaublich, Menschen helfen. Und ja, wenn es davon mehr geben würde, dann wäre die Welt definitiv ein besserer Ort. Wenn ich so eine Drohne finden würde, würde ich sie natürlich absolut auch sofort zurückbringen. Schreibt doch mal, was ihr machen würdet, wenn ihr, keine Ahnung, irgendwo bei euch in der Wohnsiedlung plötzlich kommt eine Drohne runter, in eurem Garten vielleicht sogar oder bei euch auf dem Dach und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt. Was würdet ihr denn machen? Wie würdet ihr versuchen, das jemandem zurückzubringen oder nicht? Wie würdet ihr damit umgehen, wenn sowas euch passiert? Ich meine, ich habe den in der Gasse getroffen, weil ich einen von 50 gefragt habe und dann war das auch noch der Richtige. Das ist diese Zufälle, also vielen Dank Universum, dass das geklappt hat, weil sonst, boah, ich will mir das gar nicht ausmalen, wirklich. Also ich muss jetzt was essen, ich habe Kopfschmerzen und echt, mir ist so schlecht gewesen. Heute gucken wir uns Martin an mit euch. Ja, jetzt haben wir viel mehr Zeit als gestern, aber ein wenig stressig alles. Jetzt sind wir ein bisschen ausgeruhter. Wir sind angekommen, wir können jetzt relaxen, wir können in Ruhe alles ansehen und haben heute einen Übernachtungsplatz. Ja, genau, wir haben nämlich eine Einladung gekriegt von einem Lehrer. Der wohnt hier ganz in der Nähe, das passt perfekt. Das heißt, wir schauen uns den ganzen Tag jetzt hier an und dann für die Übernachtung fahren wir zu ihm. Irgendwann am Nachmittag und morgen früh können wir aus der Richtung auch gleich aufbrechen Richtung Midyat, was für uns absolut perfekt ist. Wir sind so dankbar für die vielen kleinen und großen Wunder unserer Reise. Dankbar dafür, dass es Leute gibt, die uns helfen. Wir wollen uns auch bei euch bedanken, dass ihr bei unseren Abenteuern dabei seid und uns unterstützt. Denn ihr macht es möglich, dass diese Videos überhaupt erst entstehen. Wenn auch du dazu beitragen möchtest, geht das zum Beispiel über PayPal. Die Infos dazu findest du in unserer Videobeschreibung. Gülle Gülle und bis zur nächsten Folge, Martin.